Wie wäre es, wenn wir zusammen einen Organizer aus Werbeprospekten für Papier oder Dokumente flechten? Hallo, ich heiße Katharina und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du nervige Werbeprospekte und Zeitungen in wirklich schöne und praktische Dinge verwandeln kannst. In diesem Tutorial zeige ich dir alles vom Anfang bis zum Ende, ganz langsam und ausführlich. Dieses Projekt ist sowohl für Anfänger als auch für diejenigen geeignet, die dieses Hobby schon länger kennen. Lass schnell ein Like da, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, und schreib in die Kommentare. Liebst du Ordnung auf dem Tisch oder herrscht bei dir kreatives Chaos? Na dann legen wir los. So, bevor wir flechten, gehen wir kurz die Materialien durch. Wir brauchen Zeitungsröhrchen, das ist unser wichtigstes Material. Genau daraus flechten wir diesen wunderbaren Organizer. Wir schneiden das Papier in gleichmäßige Streifen und drehen jeden Papierstreifen zu dünnen Röhrchen. Die Maße meiner Röhrchen sind Papierstreifen 13 cm breit und 45 cm lang. Gedreht wurden diese Streifen auf eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 1,5 mm. Insgesamt habe ich für so einen Organizer 271 Röhrchen gebraucht. Ja, ganz schön viele. Ich stimme zu. Also, während du dieses Video schaust, weißt du, was zu tun ist? Natürlich Zeitungsröhrchen drehen, drehen und noch einmal drehen. Wenn die benötigte Menge fertig ist, kann man sie färben. Das hilft, den bunten Zeitungsdruck zu verbergen und zusätzlich durch die Farbe alle Papierfasern zu verkleben. Man kann sie aber auch nicht färben. Entscheide einfach selbst, was dir besser gefällt. Zum Färben eignen sich Farben auf Wasserbasis. Für dieses Projekt habe ich mich entschieden, die Röhrchen in einem zarten Beigeton zu färben. Allerdings habe ich beim Färben fast die ganze Charge verloren und es waren immerhin über 3000 Röhrchen. Aber ich konnte sie noch rechtzeitig retten. Kurz gesagt, daraus ist eine ganze Geschichte geworden, spannender als jeder dramatische Thriller mit Elementen einer umfassenden Rettungsaktion. Über all diese unerwarteten Wendungen habe ich ausführlich in einem separaten Video berichtet. Der Zugang zu diesem und meinen anderen Färberezepten steht den Mitgliedern des exklusiven Clubs offen. Wenn du also den Kanal unterstützen und exklusive Inhalte erhalten möchtest, klicke auf die Schaltfläche Mitglied werden unter diesem oder jedem anderen meiner Videos. Vielen Dank an alle für die Hilfe bei der Entwicklung des Kanals. Okay, und was kommt als nächstes? Als nächstes müssen wir die gefärbten Röhrchen für das Flechten vorbereiten, damit sie flexibel und geschmeidig sind. Und zwar befeuchten. Wenn du dich entschieden hast, die Röhrchen nicht zu färben, dann überspringe diesen Schritt. Übrigens gibt es auf dem Kanal ausführliche Tutorials zu jedem Vorbereitungsschritt. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. Und nun kommen wir zum interessantesten Teil, zum Flechten. Fangen wir mit einer kleinen Vorbereitung an. Da der Organizer für Dokumente im A4 Format ausgelegt ist, brauchen wir eine passende rechteckige Form zum Umflechten. So lässt es sich leichter flechten und wir treffen die Maße auf jeden Fall genau. Meine Form habe ich übrigens aus einem ganz normalen Kinderbaukasten zusammengebaut. Mit diesem Organizer starten wir mit einem geflochtenen rechteckigen Boden. Zunächst markiere ich die Grenzen der Form, an denen wir uns orientieren werden. Und als erstes stellen wir die Ständer auf. Ständer sind jene feststehenden Röhrchen, die wir umflechten werden. Bei mir sind sie doppelt. Der optimale Abstand zwischen den Ständern beträgt 1,5 bis 3 cm. Bei mir sind es jeweils etwa 2 cm. Sobald alle Ständer aufgestellt sind, beginnen wir mit dem Flechten der Reihen. Wir nehmen 2 Röhrchen und verlängern sie gleich. Die Verlängerung wird immer gleich gemacht. Wir spitzen die Spitze des ersten Röhrchens zu und in die breite Seite des zweiten geben wir einen Tropfen Kleber. Und jetzt stecken wir, ganz wie beim Baukasten, die dünne Spitze bis zum Anschlag in die Breite hinein. Voilà, aus 2 haben wir ein super langes Röhrchen gemacht. Das ist unser Arbeitsröhrchen, mit dem wir die Ständer umflechten werden. Wir flechten mit dem einfachsten Muster namens Cartoon. Das ist ein schlichter Wechsel. Das Arbeitsröhrchen läuft mal vor dem Ständer, mal hinter dem Ständer. Übrigens siehst du, ich habe das Arbeitsröhrchen von der Mitte aus ins Flechten eingeführt. Die Mitte des langen Röhrchens lege ich genau in die Mitte der Breite des markierten Bodens. Weißt du, warum ich das so mache? Damit die Enden des Arbeitsröhrchens außerhalb des markierten Rechtecks herausstehen. Die Sache ist die: Jetzt, während wir die Reihen flechten, müssen wir dafür sorgen, dass entlang 2 weiterer Seitenständer entstehen. All diese Schwänzchen, die außerhalb der Markierung herausstehen, das sind unsere zukünftigen Ständer für das Flechten der Korbwände.
Ich weiß, das Gesamtbild ist noch nicht so ganz zu erkennen und vielleicht ist das alles gerade ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man nur zuhört. Aber keine Sorge, etwas später wird alles glasklar. Okay, die erste Reihe haben wir geflochten. Die Spitzen des Arbeitsröhrchens stehen seitlich heraus, so lassen wir sie auch. Und wir fangen mit der zweiten Reihe an. Wie bei der ersten nehmen wir wieder 2 Röhrchen, verlängern sie zu einem superlangen und führen es ins Flechten ein. Die Regel hier ist nur eine. Wir schauen genau auf die erste Reihe und versetzen das Muster. Wenn das Arbeitsröhrchen in der ersten Reihe über dem Ständer verlief, muss es in der zweiten Reihe unter ihm verlaufen. Das ist der einzige Unterschied. So flechten wir die zweite Reihe vollständig durch. 2 Reihen sind geflochten und hier beginnen kleine Änderungen. Seitliche Ständer zu formen ist natürlich toll, aber wir müssen ja auch den Boden selbst flechten. Deshalb flechten wir jetzt mehrere Reihen, ohne Ständer zu formen. Schau, was wir machen. Wir nehmen eines der herausstehenden Enden des Arbeitsröhrchens aus der zweiten Reihe. Links oder rechts egal, mir hat aus irgendeinem Grund das rechte besser gefallen. Und mit diesem Schwänzchen flechte ich weiter neue Reihen. Ich umrunde einfach den äußersten Ständer, wende das Arbeitsröhrchen und flechte die neue Reihe in die entgegengesetzte Richtung. Mit demselben Muster, abwechselnd die Position des Röhrchens wechselnd. Wenn das Röhrchen beim Flechten kurz wird, weißt du schon, was zu tun ist. Natürlich es verlängern. Ich flechte bis zum Ende der Reihe, wende wieder am äußersten Ständer und flechte in die entgegengesetzte Richtung. Ich denke, das Prinzip ist klar. Wir flechten eine Reihe, wenden und flechten weiter in die entgegengesetzte Richtung. Es stellt sich jedoch eine naheliegende Frage. Wie viele Reihen mit Wänden müssen wir eigentlich flechten? Ganz einfach. Wir orientieren uns am Abstand zwischen den vertikalen Ständern. Bei mir beträgt der Abstand 2 cm. Das heißt, ich flechte Reihen mit Wänden genau so lange, bis die Höhe ebenfalls etwa 2 cm beträgt. Und sobald die nötige Höhe erreicht ist, kommt der Schritt, wieder seitliche Ständer zu formen. Lass mich das anschaulich zeigen, wie das aussieht. Ich habe gerade eine weitere Reihe fertig geflochten und lasse das lange Schwänzchen des Arbeitsröhrchens einfach außerhalb meiner Markierung herausstehen. Die neue Reihe beginne ich mit einem brandneuen, super langen Röhrchen, genauso wie wir es ganz am Anfang gemacht haben. Schau, was dabei herauskommt. Sobald diese neue Reihe geflochten ist, stehen links schon 2 Schwänzchen heraus und rechts nur eines. Da alle meine Ständer doppelt sein sollen, ist es logisch, dass ich in der nächsten Reihe ein neues Röhrchen einführe und sein Schwänzchen nur rechts herausstehen lasse. Und auf der linken Seite fange ich wieder an, das Arbeitsröhrchen zu wenden und flechte erneut mehrere Reihen mit Wänden. Ich denke, jetzt ist das Gesamtbild des Flechtens eines rechteckigen Bodens endgültig klar geworden. Wir flechten Reihen und formen aus den Schwänzchen seitliche Ständer. Sobald die doppelten Ständer geformt sind, flechten wir mehrere normale Reihen mit Wänden meine 2 cm und dann formen wir wieder neue seitliche Ständer. Und genau nach diesem Prinzip flechten wir den Boden weiter bis zur oberen Grenze des markierten Rechtecks. Wenn unser geflochtener Boden vollständig fertig ist, befestigen wir ihn an der vorbereiteten Form. Ich drücke auch alle herausstehenden Schwänzchen, also unsere zukünftigen Ständer für die Korbwände, an die Wände der Form und warte, bis sie vollständig getrocknet sind. Die Wände auf trockenen Ständern zu flechten, ist einfach leichter. Sobald die Ständer vollständig getrocknet sind, fangen wir mit dem Flechten der Wände an. Das erste, was ich immer mache, ich markiere den Ständer, mit dem ich das Flechten beginne. Das kann ein beliebiger Ständer sein, der dir gefällt. Das Muster für die Wände bleibt dasselbe, also Cartoon. Und natürlich brauchen wir ein Arbeitsröhrchen, mit dem wir die Reihen flechten werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es ins Flechten einzuführen, aber jetzt zeige ich eine der schnellsten und einfachsten. Alles, was nötig ist, das Schwänzchen des neuen Röhrchens einfach hinter den markierten Ständer stecken. Und das war's. Mit dem langen Teil beginne ich zu flechten.
das Röhrchen mal vor, mal hinter dem Ständer. Kleiner Tipp: Beim Umflechten der ersten paar Ständer zieht das Arbeitsröhrchen nicht zu stark, damit das Schwänzchen nicht herausrutscht. Schon nach wenigen Schritten sitzt es fest und geht garantiert nirgendwo hin. Wir flechten die erste Reihe weiter, indem wir die Position des Arbeitsröhrchens einfach abwechseln. Noch ein wichtiger Punkt: Während du die ersten Reihen flechtest, achte gut auf die Ständer. Sie müssen streng senkrecht stehen und fest an die Wände der Form gedrückt werden. Etwas später werden sie sich festigen und so viel Aufmerksamkeit ist dann nicht mehr nötig. Übrigens, dir ist vielleicht aufgefallen, dass die Anzahl der Röhrchen an den Ecken gerade deutlich unterschiedlich ist. Mal sind es 4, mal sogar nur 3. Das liegt alles an der Besonderheit des Flechtens eines rechteckigen Bodens. Die erste und die letzte Reihe unterschieden sich in der Anzahl der seitlich herausstehenden Schwänzchen. Aber keine Sorge, vorerst achten wir nicht auf diesen Unterschied. Sobald die Ständer gut befestigt sind, buchstäblich nach ein paar Reihen, bringen wir ihre Anzahl auf ein einheitliches Maß. Und nun eine Besonderheit, die das Muster Cartoon betrifft. Dieses Muster hat eine wichtige Regel. Für es ist es entscheidend, ob die Anzahl der Ständer gerade oder ungerade ist. In meinem Fall und höchstwahrscheinlich auch bei dir gerade ist die Anzahl der Ständer gerade. Das bedeutet, dass man das Muster Cartoon abwechselnd mit 2 Arbeitsröhrchen flechten muss. Wäre die Anzahl der Ständer ungerade, kämen wir mit einem einzigen aus. Ich weiß, das klingt gerade noch etwas verwirrend, aber schau, wo die Logik steckt. Die Reihen unseres Korbs werden im Grunde spiralförmig geflochten oder im Kreis, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, wegen der geraden Anzahl der Ständer passiert beim Durchlaufen eines ganzen Kreises mit einem Röhrchen keine Musterversetzung. Schau hier anschaulich! Ich passiere den markierten Ständer, eine neue Reihe beginnt und das Arbeitsröhrchen liegt genauso wie in der vorherigen. Und so wiederholt es sich Runde für Runde. Um genau diese Musterversetzung zu erzeugen, brauchen wir das zweite Arbeitsröhrchen. Ich führe es genauso ein wie das allererste, aber das Schwänzchen stecke ich nicht hinter den markierten Ständer, sondern hinter den Ständer links davon, also vor dem markierten. Eingeführt und ich flechte mit dem neuen Röhrchen weiter. So haben wir eine Abwechslung im Muster erzeugt und jetzt wird sich jede neue Reihe von der vorherigen unterscheiden. Das Flechtprinzip ist jetzt folgendes. Wir flechten einen kleinen Abschnitt oder einen ganzen Kreis, wie es dir bequemer ist, zuerst mit einem Röhrchen, lassen es dann ruhen und greifen zum anderen. Unsere Arbeitsröhrchen spielen jetzt sozusagen Fangen miteinander, eines läuft ständig davon, das andere holt es ein. Und so abwechselnd flechten wir Reihe für Reihe. Übrigens, was ist eigentlich mit unseren Eckständern? Etwa ab der 3. bis 4. Reihe haben sie sich schon prima gefestigt. Also wird es Zeit, alles ordentlich zu Ende zu bringen. Ups, ich meine, zu vereinheitlichen. Das erledigen wir ganz einfach. Ich schneide die überschüssigen Röhrchen ab und lasse in jedem Ständer genau 2. Und flechte ganz entspannt weiter. Wie du dir vorstellen kannst, reicht die aktuelle Länge der Ständer für die gesamte Korbhöhe definitiv nicht aus. Deshalb verlängere ich sie einfach genauso, wie wir die Arbeitsröhrchen verlängern. Übrigens hat die Verlängerung der Ständer eine nicht ganz so angenehme Besonderheit. An der Verbindungsstelle können sie anfangen umzukippen, was die Arbeit manchmal deutlich erschwert und einem den Rhythmus und die Freude am Flechten regelrecht vermiest. Aber kein Stress, es gibt eine Lösung. Ich habe gerade erst ein ausführliches Video in unserem exklusiven Club veröffentlicht, in dem ich gleich 3 tolle Lifehacks geteilt habe, was man in solchen Fällen tut und wie man es überhaupt vermeidet. Wenn dich solche cleveren praktischen Tipps und ein tiefes Eintauchen in die Feinheiten des Flechtens interessieren, komm in unseren exklusiven Club. Den Button Mitglied werden findest du direkt unter diesem Video. Ich freue mich, dich in unserer geschlossenen Runde begrüßen zu dürfen. Aber wir machen weiter. Wir flechten die Wände mit unserem durchgehenden Muster Seikatun bis zur gewünschten Höhe. Bei mir sind es etwa 10 cm. Und jetzt lass uns dem Korb eine interessante Form geben und mit der Schrägung an den Seiten des Organisers beginnen. Oder, wie man es im Flechten oft nennt, wir wechseln zu der verkürzten Reihen. Okay, schau. Eine Seite des Korbs hat bereits die gewünschte Höhe erreicht und eines der Arbeitsröhrchen befindet sich gerade hier. Das lassen wir in Ruhe, es darf erstmal pausieren. Mit dem zweiten Arbeitsröhrchen hingegen flechten wir die verkürzten Reihen, um die Schrägung an 2 Seiten des Korbs zu formen. Ich flechte bis zum Eckständer, genau hier beginne ich die Schrägung zu formen.
Alles, was wir tun, müssen das Röhrchen einfach am Eckständer wenden und in die entgegengesetzte Richtung weiterflechten. Da ich vorhabe, die Schrägung an 2 Seiten des Korbs zu machen, flechte ich in der entgegengesetzten Richtung bis zum Eckständer auf der gegenüberliegenden Seite weiter. Dann wieder wenden und wieder zurück. Das heißt, wir flechten die Reihe nicht als vollständigen Kreis, sondern abschnittsweise hin und zurück wie eine Schlange. Das nennt sich verkürzte Reihe, weil sie keinen vollständigen Kreis bildet. Damit die Schrägung deutlich genug wird, mache ich jeweils 4 verkürzte Reihen am selben Ständer, bevor ich mich versetze. Das lässt sich leicht mitzählen. Denn genau diese Wenden zeigen uns, wie viele Reihen wir an diesem Ständer geflochten haben. Eine Wende entspricht 2 Reihen. Und nicht vergessen, alles, was wir auf einer Seite des Korbs machen, müssen wir auch auf der anderen Seite wiederholen. Also spiegeln, damit unser Korb symmetrisch wird. Ich flechte hier erstmal ein bisschen weiter, damit das Bild klarer wird. Und während du zuschaust, lass uns schon mal an den nächsten Schritt denken. Nachdem die nötige Anzahl verkürzter Reihen geflochten ist, erwartet uns der Randabschluss. Das sind die abschließenden Flechtschritte für eine schöne Gestaltung des Korbrandes. Ursprünglich hatte ich geplant, nur mit dem Muster Cartoon auszukommen. Aber wenn du meine früheren Tutorials gesehen hast, ist dir sicher eine gewisse Regelmäßigkeit aufgefallen. Ich kann einfach nicht widerstehen, Muster zu kombinieren. Deshalb habe ich beschlossen, vor dem Randabschluss noch ein weiteres Muster hinzuzufügen, gerader Zopf mit 3 Arbeitsröhrchen. Ich bin absolut verrückt danach und hier erkläre ich dir warum. Es ist angenehm voluminös und wenn man so sagen darf, tarnend. Dieses Muster verdeckt die Ständer optisch vollständig und jegliche Manipulationen an ihnen werden völlig unsichtbar. Und das kommt uns sehr gelegen. Die Sache ist nämlich die: Für den Randabschluss müssen alle Ständer einzeln sein. Das bedeutet, wir müssen bald in jedem Ständer ein Röhrchen abschneiden. Und damit die Stümpfchen der abgeschnittenen Ständer nirgends herausstehen und das Aussehen nicht trüben, verstecken wir sie sorgfältig unter den Reihen des neuen Musters. Keine Sorge, ich habe alles in Nahaufnahme gefilmt und zeige es so ausführlich wie möglich. Okay, das Prinzip der verkürzten Reihen haben wir verstanden. Weiter geht's mit dem nächsten Teil. Sobald die Anzahl der verkürzten Reihen stimmt und die Höhe des Korbs nahezu perfekt ist, lass uns ein paar Reihen des neuen Musters flechten. Übrigens, behalte im Hinterkopf: Die neuen Reihen werden die Höhe noch etwas erhöhen, etwa einen Zentimeter. Berücksichtige das bei der Einschätzung der Endgröße. Also, für das neue Muster brauchen wir gleich 3 Arbeitsröhrchen. 2 davon sind bereits im Einsatz, befinden sich aber gerade weit voneinander entfernt. Das korrigieren wir. Mit dem Röhrchen, mit dem wir die verkürzten Reihen geflochten haben, flechte ich einen kleinen Abschnitt mit dem gewohnten Muster Cartoon und halte beim linken Nachbarständer an, buchstäblich einen Schritt vom ruhenden Arbeitsröhrchen entfernt. Ich empfehle sehr, die Markierung sofort auf genau diesen Ständer zu verschieben, an dem wir gerade geparkt haben. Jetzt ist der richtige Moment, das 3. Arbeitsröhrchen hinzuzufügen. Wir fügen es auf die unauffälligste Weise ein. Wir stecken die Spitze des neuen Röhrchens rechts vom rechten Nachbarständer direkt ins Flechtwerk hinein. Schau, was wir jetzt haben. 3 Arbeitsröhrchen stehen rechts von den ersten 3 Ständern heraus. Diese 3 Ständer zählen wir bereits als Beleg. Jetzt zum Prinzip des Musters gerader Zopf mit 3 Arbeitsröhrchen. Wir nehmen das ganz linke Arbeitsröhrchen, legen es über die beiden anderen Arbeitsröhrchen, überspringen die belegten Ständer und führen es hinter den nächsten freien Ständer. Eingeführt und liegen lassen. Wir nehmen wieder das ganz linke Röhrchen und wiederholen dasselbe. Über die anderen belegte Ständer überspringen, hinter den freien führen. Und nochmal wiederholen. Das ist das gesamte Musterprinzip. So flechten wir eine ganze Reihe durch. Sobald die erste Reihe fertig ist, wird es Zeit, die Ständer für den Randabschluss vorzubereiten. Dazu schneiden wir bei jedem Ständer ein Röhrchen ab, sodass sie alle einzeln werden. Wir versuchen, so nah wie möglich an der Wurzel abzuschneiden, also direkt über der letzten Reihe.
Nach diesem Massenschnitt haben wir Stümpfchen. Aber keine Sorge, jetzt flechten wir noch eine Reihe des Musters gerader Zopf mit 3 Arbeitsröhrchen und all diese Stümpfchen werden im Muster versteckt sein. Das Flechtprinzip ändert sich kein bisschen, deshalb springen wir gleich zum Abschluss der Reihe. Alle Stümpfchen sind versteckt, die Höhe des Korbs ist perfekt und die Arbeitsröhrchen brauchen wir nicht mehr. Aber die Schwänzchen der Arbeitsröhrchen einfach so herausstehen zu lassen, das geht natürlich nicht. Es gibt eine elegante Möglichkeit, sie sauber zu verstecken und das Muster dabei nahtlos abzuschließen, so dass man überhaupt nicht sieht, wo wir aufgehört haben zu flechten. Wir flechten genau bis zum markierten Ständer und führen alles der Reihe nach aus. Wir nehmen das ganz rechte Arbeitsröhrchen, legen es vor 2 Ständer und biegen es links vom 3. Ständer. Links vom 3. Ständer bereiten wir eine Stelle I am Flechtwerk vor. Wir schneiden das überschüssige Ende des Arbeitsröhrchens ab und lassen nach der Biegung ein Schwänzchen von nur 1,5 bis 2 cm und stecken es sorgfältig in die vorbereitete Stelle. Weiter geht's. Wir bereiten eine Stelle links vom 2. Ständer vor, nehmen wieder das ganz rechte Arbeitsröhrchen und wiederholen alles mit einem Unterschied. Das Schwänzchen verstecken wir links vom 2. Ständer. Und schließlich das letzte Arbeitsröhrchen verstecken wir links vom 1. markierten Ständer. Das war's. Alle Arbeitsröhrchen sind ordentlich versteckt und die letzten Windungen des Musters haben sich so schön gelegt, dass man weder Anfang noch Ende dieser Reihe sehen kann. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Teil des Flechtens, dem Randabschluss. Begonnen werden kann an beliebiger Stelle. Wir nehmen einen Ständer und führen ihn hinter den rechten Nachbarständer. Das Schwänzchen ziehen wir zu uns hin, sodass es außen am Korb heraussteht. Dieser Randabschluss besteht aus 2 Schritten. Zunächst zum ersten. Alle Ständer werden nach unten geführt, indem jeder hinter den rechten Nachbarständer eingeführt wird. Im zweiten Schritt verstecken wir alle diese Schwänzchen sorgfältig und unauffällig. Also gehen wir einfach im Kreis und führen alle Ständer nach unten. Wenn wir zum allerletzten Ständer kommen, hat er eine besondere Aufgabe. Sein Schwänzchen muss durch die Schlaufe gezogen werden, die sich ganz am Anfang beim ersten Ständer gebildet hat. Von der Innenseite des Korbs ziehen wir es durch und holen das Schwänzchen nach außen. So schließt sich der Randabschluss zu einem Ring sauber und nahtlos. Sobald alle Ständer nach unten geführt sind, geht es zum zweiten Schritt. Begonnen werden kann wieder an beliebiger Stelle. Bevor wir die Schwänzchen verstecken, setzen wir 3 Markierungen, das beschleunigt und vereinfacht die Arbeit auf der Zielgeraden erheblich. Als Markierungen verwende ich Reste alter Röhrchen. Ich bereite eine Stelle links vom Ständer vor und stecke die erste Markierung ein. Das gleiche wiederhole ich bei 2 weiteren benachbarten Ständern. Links vom 4. Ständer bereite ich nur eine Stelle vor ohne Markierung. Jetzt nehmen wir das erste Schwänzchen direkt links neben der ersten Markierung. Wir legen es über die anderen Röhrchen und stecken die Spitze in die vorbereitete Stelle. Sobald das erste Schwänzchen versteckt ist, wiederholen wir dasselbe mit jedem weiteren und gehen dabei gegen den Uhrzeigersinn. Kleiner Tipp am Rande: Wenn keine Ahle zur Hand ist, kein Problem. Eine dicke Stricknadel leistet genauso gute Dienste. Wir machen weiter und verstecken alle Schwänzchen im Kreis.
Wenn wir zu den 3 letzten Schwänzchen kommen, ziehen wir der Reihe nach die Markierung heraus und stecken sofort das Schwänzchen an deren Stelle. Genau dafür sind die Markierungen da. Durch das dichte Flechtwerk lassen sich diese Stellen schnell verlieren, die Markierungen helfen, sie mühelos wiederzufinden. Das war's! Unser Korb ist vollständig fertig. Damit der Organizer lange hält und leicht zu pflegen ist, lässt er sich lackieren. Jeder wasserbasierte Holzlack ist dafür geeignet. Transparent oder farbig, matt oder glänzend, das ist Geschmackssache. Wichtig ist, dass der Lack auf jeden Millimeter des Korbs aufgetragen wird. Übrigens gibt es auf dem Kanal ein sehr ausführliches Video über den Lackierungsschritt, den Link dazu findest du wie immer in der Beschreibung. Und das war's. Unser Organizer ist vollständig fertig, kein Chaos auf dem Schreibtisch mehr. Wenn das Tutorial hilfreich war, freue ich mich über einen Like und einen Kommentar. Bis zum nächsten Video. Tschüss!